Ich habe heute für euch 12 wichtige Änderungen für den Monat November 2022. Was wird sich konkret ändern? Müssen wir uns vor den Änderungen fürchten und gibt es irgendwo einen Haken? Ja, und damit wünsche ich einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Heute bin ich mal live für euch und vor allen Dingen mache ich den Livestream heute, um einfach mal Hallo an alle meine treuen Abonnenten zu sagen. Wer von euch hat denn schon mal von mir ein Video gesehen? Schreibt gerne mal eine Eins in den Chat. Und von welchen schönen Orten oder Ländern aus dieser Welt schaut ihr zu? Ich habe schon gesehen, der Peter ist aus Waren an der Müritz und die Sigrid kommt aus Sachsen. Schöne Grüße nach Sachsen, liebe Sigrid. Hallo Daniel, wunderbar. Oh, der Peter, der hat schon ganz viele Videos gesehen. Aschaffenburg, wunderbar. Ja, dann starten wir gleich mal mit der Änderung Nummer eins: Energiepreise. Kein Unterschied zwischen Neu- und Bestandskunden in der Grundversorgung. Es tritt eine Änderung für die Regelung der Energiepreise in der Grund- und Ersatzversorgung in Kraft. Das Energiewirtschaftsgesetz wird angepasst und untersagt Preissplitting in der Grundversorgung. Gleichzeitig wird die Ersatzversorgung für Strom und Gas neu geregelt. Ab 1.11.2022 darf in der Grundversorgung nicht mehr zwischen Bestands- und Neukunden unterschieden werden. Das war Nummer eins. Jetzt gucke ich nochmal Oderbruch. Der Johannes Grimm. Hallo Johannes. Na wunderbar. Die Hartwiga aus Münster, Bielefeld. Liebe Grüße. Kommen wir zum Punkt Nummer zwei: Steuerfreibeträge sichern. Das ist jetzt ein Punkt, der Arbeitnehmer betrifft. Also bis zum 30. November 2022 kann man sich noch Steuerfreibeträge für das Jahr 2022 eintragen lassen. Oft sind es hohe Werbungskosten, die man durch einen Freibetrag noch im Dezember berücksichtigen lassen kann. Also besonders lohnt sich das, wenn man Weihnachtsgeld bekommt. Der Netto- oder Auszahlbetrag fällt dann deutlich höher aus als eben ohne diese sogenannte Lohnsteuerermäßigung. Da gibt es ein extra Formular, das muss man einreichen und dann funktioniert es. Liebe Karen, liebe Grüße nach Dresden, hallo. Kommen wir zum Punkt Nummer 3. Das betrifft die Kfz-Besitzer. Es geht um den Wechsel in der Kfz-Versicherung. Also wer seinen Kfz-Versicherer kündigen möchte, muss das bis zum 30.11.2022 erledigen, um zu einem günstigeren Kfz-Versicherer wechseln zu können. Punkt Nummer 4, das betrifft die, ja, die gerne Fernsehen gucken. ARD streicht 4 Sender von der Liste. Adelbert Bock, ja, hallo. Also, die ARD stellt 4 ihrer Sender zum 15. November 2022 ein. Es handelt sich um die SD-Varianten Tagesschau 24, Wann, Arte und Phoenix. Ab diesem Tag, ich habe mir das ein bisschen notiert, ich muss mal den nächsten Zettel nehmen. Ab diesem Tag kann man diese 4 Programme nur noch in der HD-Version per Astra-Satellit empfangen. Also die ARD teilt dazu mit, dass die Voraussetzungen für den Empfang der HD-Programme geeignete Receiver oder Fernsehgeräte sind. So, Therese, ja, schöne Grüße. Punkt 5: Telekom stellt Tarif Magenta 1 Unlimited ein. Der beliebte Telefontarif Magenta 1 Unlimited wird zum 1. November 2022 für Bestandskunden eingestellt. Sie kommen dann automatisch in diesen Magenta Mobile 1 Tarif. Der Preis, der wird von 80 € auf 50,05 € gesenkt. Also, das ist jetzt wirklich mal was Positives. Andreas Schiffner, mein Lieber, du bist auch dabei. Ich grüße dich. Ja, dann haben wir etwas, ja, für Besitzer älterer Computer. Avira Antivirus stellt den Support ein. Wer noch einen PC oder Laptop mit einem veralteten Betriebssystem
Windows 7 hat und den Avira Antivirenscanner nutzt, sollte entweder kostenlos auf Windows 10 umsteigen oder sich einen anderen Virenscanner zulegen. Nur so können die neuesten Bedrohungen erkannt werden. So, Bernadetto, Bernd aus Niedersachsen. Ah, hallo, tolle Begrüßung, vielen Dank. Punkt 7: PayPal schaltet Funktionen ab. Bisher bot PayPal als Service die Kostenübernahme der Retourenkosten für bis zu 12 Bestellungen pro Jahr, wenn der Bestellwert höher als 25 € war und der Online-Shop das nicht selber angeboten hat. Ab 27. November 2022 ist damit Schluss. Kostenlose Rücksendeetiketten oder Erstattungsanträge für Versandkosten sind dann Geschichte. Der Punkt 8 ist für die Schnäppchenjäger. Es gibt gleich mehrere Schnäppchentage im Handel im Monat November. Der November bietet gleich mehrere Möglichkeiten, ja, die gestiegenen Lebenshaltungskosten durch Schnäppchen zu kompensieren. Am Freitag, dem 11.11., haben wir den Singles Day. Am Freitag, dem 25.11., gibt es den Black Friday. Und am Montag, dem 28. November, gibt es auch noch den Cyber Monday. Einige wollen sogar ab 21. November eine ganze Black Friday-Woche starten. Das bietet natürlich eine ideale Möglichkeit für Schnäppchenjäger. Der Punkt 9, der ist nicht so spektakulär, wird aber den einen oder anderen vielleicht doch betreffen. Es geht um Hauptversammlungen, die jetzt immer virtuell möglich sind. Ja, zumindestens in kleinen Schritten schreitet auch die Digitalisierung in Deutschland voran. Durch die Pandemie wurde es ja zeitlich begrenzt möglich gemacht, Hauptversammlungen zum Beispiel von Genossenschaften virtuell abzuhalten. Dieses Recht ist durch eine Änderung im November 2022 für die Zukunft gesichert. Also diese oft lästige Anwesenheitspflicht entfällt dann künftig. Helga Becker, einen wunderschönen guten Abend. Ja, hallo. Machen wir weiter mit Punkt 10. Netflix. Netflix bietet ein günstiges Basispaket an. Ab 3. November bietet der Streaming-Anbieter Netflix ein günstiges Basispaket mit Werbung an. Der Start ist am Donnerstag, 3. November um 17 Uhr. Diese preisgünstigere Abostufe nennt sich Basisabo mit Werbung und soll laut Netflix 4,99 € im Monat kosten. Und wie der Name es schon verrät, ist das Abo ja besonders günstig, wenn man dafür Werbeeinblendungen in Kauf nehmen muss. So, das waren jetzt die ersten 10 Punkte. Der 11. Punkt, ja, das Angebot für ukrainische Flüchtlinge läuft aus. Und zwar geht es darum, aus der Ukraine Geflüchtete können nur noch bis zum 18. November ihre Hryvnia Banknoten gebührenfrei in Euro umtauschen. Darauf hatten sich das Bundesfinanzministerium und die Deutsche Bundesbank mit der Nationalbank der Ukraine verständigt. Die teilnehmenden Banken akzeptieren 100, 200, 500 und 1.000 Hryvnia-Scheine bis zu einem Maximalbetrag von 10.000 Hryvnia. Also 100 Hryvnia, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, entsprechen aktuell etwa 2,70 €, also können maximal so circa 270, 275 € durch Tausch erworben werden. Silvi Normal, liebe Grüße aus dem Land Brandenburg. Ja, ich bin auch im Land Brandenburg. Hallo, liebe Nachbarin. Ja, und der 12. Punkt betrifft Aldi Nord. Aldi Nord verkürzt Öffnungszeit. Als Beitrag zum Einsparen der Energie will Aldi Nord zunächst für die Winterzeit 2022/23 kürzere Öffnungszeiten einführen.
Als erster Lebensmittelhändler will Aldi Nord seine Märkte ja künftig früher schließen. Zahlreiche Märkte wollen dann um 20 Uhr schließen. Ein Enddatum wurde noch nicht bekannt gegeben. Und die anderen Lebensmittelhändler ziehen bisher keine kürzeren Öffnungszeiten in Erwägung. So, liebe Zuschauer, das waren jetzt so die 12 Änderungen für den Monat November. Ihr könnt jetzt eure Fragen stellen. Also Fragen, die rein rechtlich unbedenklich sind, werde ich gleich beantworten. Das ist toll. So, jetzt warte ich auf eure Fragen, meine lieben Zuschauer und treuen Abonnenten. Schreibt eure Fragen in den Chat. Hier hat jemand seine Nachricht zurückgezogen. Das ist ja schade. Ach, lieber Steffen, natürlich, liebe Grüße nach Rheinland-Pfalz. Ja, also im Rahmen meiner Möglichkeit beantworte ich gerne Fragen, die ich beantworten kann. Oh, Caro, liebe Grüße von Caro aus Dresden. Vielen Dank. Ach, liebe Caro, ja, vielen Dank für Blümchen und Kleeblatt und liebe Grüße nach Dresden. Ja, wenn keine Fragen sind, dann sage ich mal, also, es war ja heute das erste Mal, dass ich mich mit euch jetzt persönlich über einen Live-Chat, verbunden habe. Wenn euch das gefallen hat und ihr Bock drauf habt, können wir das gerne mal wiederholen. Der Johannes, ach Johannes, du wirst zum 1. November Rentner. Was ist noch zu beachten? Ja, ich denke mal, wir kennen uns und ich glaube nicht, dass du Regelaltersrentner wirst. Wahrscheinlich gehst du vorzeitig in Rente. Da können wir aber gerne mal persönlich miteinander chatten. Wir sind, glaube ich, auch auf Facebook befreundet, mein lieber Johannes. Lass uns das mal privat machen. Das ist jetzt zu allgemein, die Frage. Rentner ist, wie gesagt, zu weit. Gibt es Doppelbesteuerungsabkommen mit Ungarn? Österreicher zahlen in Ungarn keine Steuern. Vielen Dank für das neue Format. Ja, gerne, liebe Amarana Karen. Ja, Doppelbesteuerungsabkommen mit Ungarn, ja, gibt es. Ja, lieber Johannes, so machen wir das. Dann, kannst du mir deine Einzelheiten erzählen und, ja, Bernadetto, warum gibt es keine Fragen? Sie lassen keine Fragen zu, weil ich schon alles beantworte. Habe alles gut ach, danke, meine Lieben, ihr seid ja einfach goldig. Sylvie Normal, habt super erklärt da, ja, vielen Dank. Ja gut, es ist Freitagabend. Es war heute ein fantastischer Tag und wahrscheinlich wird das Wochenende genauso bezaubernd. Wir müssen das jetzt nicht unnütze in die Länge ziehen, meine Lieben. Es hat mich, ja, gefreut und wenn nichts weiter ist, dann sage ich einfach mal einen schönen guten Abend und herzlichen Dank, dass ihr alle da wart. Brasilien, der Igor. Na toll. Liebe Grüße nach Brasilien, ja. Allen bleibt alle schön gesund, lasst es euch gut gehen und dann sehen wir uns ja irgendwann im nächsten Livestream, wenn euch das gefallen hat. Philipp Peters, ja, gerne. Danke für die Blumen. Also, macht's gut, ihr Lieben.